Pestizide, Mineralöl, Schimmel. Und genau das hast du vielleicht gerade auf deinem Teller. Wir haben die 14 bekanntesten Nudelmarken in Deutschland gecheckt. Die echten Laborergebnisse. Aber mal ehrlich, glaubst du wirklich, dass teuer automatisch gesund bedeutet? Dass die italienische Flagge auf deiner Lieblingsnudel überhaupt echt ist? Und das Verrückteste? Selbst wenn du die eine saubere Nudel im Supermarkt findest, ruinierst du dir am Ende alles, wenn du nicht weißt, wie du sie richtig und sicher zubereitest. Genau da in die Falle tappen die meisten, ohne es zu merken. Wir lösen das heute auf. Aber bevor wir loslegen, brauche ich mal kurz eure Hilfe bei einem echten Streitpunkt, der mich wahnsinnig macht. Schmeckt eine Nudel wirklich anders, nur weil sie eine andere Form hat? Egal ob lang, kurz, geringelt oder als kleine Sterne, Leute, das ist doch am Ende alles exakt derselbe Teig. Oder bilden wir uns diesen geschmacklichen Unterschied komplett ein? Schreibt mir das jetzt in die Kommentare. Ich muss wissen, ob ich verrückt bin. Aber zurück zum eigentlichen Albtraum. Was wir in den Tests gefunden haben, ist heftig. Wir zählen heute runter. Von Platz 14 bis zur Nummer 1. Und rate mal, welcher Riesengigant direkt auf dem letzten Platz landet. Du hast ihn garantiert schon mal gegessen. Lass noch schnell ein Abo da. Ist völlig kostenlos und du verpasst keine Lebensmitteltests mehr. Ein Like wäre auch mega. Bereit? Los geht's. Platz 14. Barilla. Kostet um die 1,90 €, steht in absolut jedem Supermarkt. Aber warum landet dieser riesige Weltkonzern auf dem allerletzten Platz? Ich war früher selbst so blöd und habe diese blaue Packung blind in den Wagen geworfen. Bekannte Marke, teurer Preis, das muss ja pure italienische Qualität sein, richtig? Völlig falsch gedacht. Die knallharten Laborberichte zeigen hier ein echtes Desaster. Pestizidrückstände. Und als kleinen ekligen Bonus gibt es direkt noch messbare Mineralölspuren obendrauf. Wirklich lecker, oder? Man zahlt hier einfach nur für den großen Namen und die teure Fernsehwerbung. Und es wird noch schlimmer. Barilla presst diese Massenware durch billigste Teflonformen. Das drückt die Produktionskosten für den Hersteller enorm, aber das Resultat auf deinem Teller ist eine extrem glatte Nudel. Weißt du, was das bedeutet? Deine mühevoll gekochte Soße rutscht einfach komplett ab und bleibt als wässrige Pfütze unten im Teller liegen. Du kaufst hier pures Marketing, servierst dir Schadstoffe und verlierst den kompletten Geschmack. Viel Geld für beschämend wenig Qualität. Ein absoluter Flop. Platz 13. Buitoni. Kostet fast 2 € und verkauft sich als absolute Traditionsmarke. Aber warum stürzt dieser angebliche Premium-Klassiker im Test so gnadenlos ab? Die Antwort ist einfach nur erschreckend. Die Laborberichte zeigen hier schwarz auf weiß Spuren von Schimmelpilzgiften. Ja, du hast genau richtig gehört. Schimmel in deiner teuren Pasta. So etwas passiert, wenn der Weizen bei der Ernte viel zu feucht gelagert und danach unter extremem Zeitdruck billig verarbeitet wird. Der Hersteller spart hier offensichtlich massiv bei der Qualitätskontrolle und du löffelst am Ende die Toxine aus. Du blätterst also einen absoluten Premiumpreis auf den Kassentresen für eine Qualität, die man eigentlich direkt in die Tonne werfen müsste. Auch hier bezahlst du wieder nur das schöne Logo auf der Verpackung. Auf dem Teller hast du null Biss und absolut keinen echten Geschmack. Ein unverschämter Riesenreinfall. Platz 12. Netto Bio Bio. Kostet meistens unter einem Euro und wirbt ganz groß mit dem Bio-Siegel. Aber warum ist das trotzdem ein riesiges Problem? Bio heißt eben nicht immer perfekt. Ich habe früher auch gedacht, wo Bio draufsteht, kann man blind zugreifen. Falsch. Bei diesen Nudeln wurden im Labor erhöhte Werte von Mineralöl gefunden. Genau genommen Mosch- und Moa-Verbindungen. Wie das überhaupt da reinkommt? Sehr oft durch billige Kartons aus Altpapier oder direkt aus den Schmierfetten der riesigen Fabrikmaschinen. Du kaufst extra Bio für ein gutes Gewissen und servierst dir dann im schlimmsten Fall Maschinenöl. Das ist einfach nur unappetitlich und ehrlich gesagt ein Witz. Außerdem werden diese Nudeln beim Kochen super schnell matschig. Ein totaler Fail. Platz 11. Edeka Bio. Kostet knapp 90 Cent und ist ein echter Kassenschlager. Aber warum ist diese Marke trotzdem eine absolute Enttäuschung?
Ich stehe selbst oft bei Edeka an der Kasse und sehe, wie die Leute diese Packungen stapelweise aufs Band legen. Sieht ja auch super gesund aus mit dem grünen Etikett. Das Problem ist aber massiv. Die strengen Laborberichte haben auch hier wieder Mineralöl festgestellt. Stell dir das mal vor. Du kochst dir nach einem langen Tag eine schöne Portion Pasta und hast plötzlich Rückstände aus der Industrie im Essen. Das darf bei einem Bioprodukt einfach nicht passieren. Und es gibt noch ein ganz anderes Problem, worüber niemand spricht. Die Hersteller sparen bei der Produktion extrem viel Zeit. Sie jagen diese Nudeln bei über 100 Grad durch eine schnelle Schocktrocknung. Das geht schnell und bringt Geld. Aber dadurch gehen wichtige Nährstoffe komplett kaputt. Am Ende schmeckt deine Pasta einfach nach nichts und bricht beim Kochen total leicht. Da rettet dich auch die allerbeste Tomatensoße nicht mehr. Einfach nur schade. Platz 10. Risa. Kostet ungefähr 1,50 €, ist ein absoluter ostdeutscher Klassiker und steht in fast jedem Supermarkt. Aber warum reicht es hier trotzdem nur für die hinteren Plätze? Ganz ehrlich, viele kaufen diese Marke einfach aus reiner Gewohnheit. Man kennt sie halt von früher. Aber wenn wir uns die echten Fakten anschauen, sieht das leider ganz anders aus. Risa ist reine Massenproduktion. Das größte Problem hierbei ist das Herstellungsverfahren. Die pressen ihre Nudeln nämlich durch einfache Teflonformen. Das Resultat ist eine extrem glatte Oberfläche. Weißt du, was das für dich bedeutet? Deine mühevoll gekochte Soße rutscht im Teller einfach von der Nudel AB. Du isst am Ende trockene Nudeln und die ganze Soße schwimmt unten im Teller. Dazu kommt noch, dass bei solchen konventionellen Marken im Labor oft kleine Spuren von Pestiziden nachgewiesen werden. Zwar noch im gesetzlichen Rahmen, aber wer will sowas freiwillig mitessen? Tradition allein macht eben noch keine gute Nudel. Platz 9. Jeden Tag. Kostet schlappe 80 Cent und ist die absolute Billigmarke in vielen Supermärkten. Aber warum solltest du sie trotzdem besser stehen lassen? Ich kenne das selbst zu gut. Man will einfach nur sparen und greift ganz unten ins Regal. Das Problem bei dieser Marke ist die extreme Intransparenz. Weißt du eigentlich, woher dieser Weizen wirklich kommt? Keiner weiß das so genau. Oft wird der allerbilligste Hartweizen aus der ganzen Welt einfach zusammengekauft und gemischt. Und genau das schmeckst du auch. Diese Nudeln haben absolut null Eigengeschmack. Beim Kochen musst du höllisch aufpassen. Eine Minute zu lange im kochenden Wasser und du hast einen komplett matschigen Kalos im Topf. Dazu kommt die Sache mit dem Glyphosat. Bei extrem billigen Nudeln aus unklarer Herkunft ist die Gefahr für fiese Pestizidrückstände einfach riesig. Du sparst hier vielleicht ein paar Cent an der Kasse, aber auf dem Teller hast du am Ende einfach nur eine wässrige Pampe ohne jeden Nährwert. Platz 8. Cucina Nobile. Kostet knapp 80 Cent, gibt es bei Aldi. Aber warum ist dieses angebliche Italien-Schnäppchen eine reine Mogelpackung? Man sieht die schicke Verpackung und den italienischen Namen und denkt, man holt sich ein echtes Stück Urlaub in die Küche. Lass dich davon nicht blenden. Aldi verkauft das gerne als echt italienisch. Aber wenn du mal ganz genau das Kleingedruckte liest, kommt der Weizen sehr oft aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Weißt du, was das heißt? Hier wird einfach der absolut billigste Weizen vom ganzen Weltmarkt zusammengemischt. Für die Produktion bedeutet das pure Massenabfertigung. Die Nudeln werden extrem heiß und viel zu schnell getrocknet. Dadurch verlieren sie ihre wertvolle Struktur. Du kochst sie und in der Sekunde, wo sie al dente sein sollten, zerfallen sie fast schon. Und bei so einem weltweiten Weizenmix sind Spuren von Pestiziden leider ein ständiges Risiko. Für 80 Cent bekommst du eben kein echtes Italien auf den Teller. Platz 7 gut und günstig. Kostet meistens 79 Cent, gibt es bei Edeka und ist wahrscheinlich die bekannteste Eigenmarke in ganz Deutschland. Aber warum landet sie nur im Mittelfeld? Es ist billig und macht satt. Aber genau hier liegt das Problem. Diese Nudeln sind das absolute Paradebeispiel für extreme Massenware. Bei den unabhängigen Labortests fallen solche klassischen Eigenmarken immer wieder durch kleine Spuren von Glyphosat auf. Das ist gesetzlich oft noch erlaubt. Ja, aber willst du wirklich Unkrautvernichter in deinem Essen haben? Ich jedenfalls nicht. Dazu kommt die Qualität vom Hartweizen.
Der ist so stark verarbeitet, dass er überhaupt keine Kraft mehr hat. Wenn du diese Nudeln kochst, haben sie null Biss. Sie werden total schnell weich und wässrig. Du sparst hier vielleicht ein bisschen Geld an der Kasse, aber du opferst dafür den kompletten Genuss beim Essen. Deine Soße rutscht an dieser glatt gepressten Nudel auch einfach nur ab. Das ist einfach pures Mittelmaß. Wir kommen gleich zu den Top-Plätzen. Aber mal ehrlich, die sauberste Nudel bringt dir absolut gar nichts, wenn deine Soße voller Schadstoffe ist. Und wie am Anfang versprochen, kommt hier die ultimative Lösung. Der absolute Lebensretter, wenn es schnell gehen muss, der Klassiker Aglio e Olio. Du brauchst nur Knoblauch, etwas Chili und richtig gutes Olivenöl. Aber Vorsicht! Beim Olivenöl wird genauso dreist betrogen wie bei Nudeln. Welches Olivenöl wirklich sauber ist und welche Marken im Labor komplett durchfallen, habe ich in einem separaten Test analysiert. Das Video dazu blende ich dir ganz am Ende im Abspann ein. Klick da nachher unbedingt drauf, sonst ruinierst du dir deine sauberen Nudeln mit gepanschtem Öl. Platz 6. Birkel. Kostet rund 1,70 €, gibt es überall und ist ein echter deutscher Klassiker. Aber warum verpasst diese Tradition knapp die Top 5? Birkel kennt wirklich jeder von uns noch aus der Kindheit. Die Nudel aus der deutschen Heimat. Aber das Problem liegt auch hier im Detail. Viele ihrer Nudeln enthalten extra Eier. Und genau da fängt es an. Bei solchen riesigen Produktionsmengen kommen diese Eier oft aus massenhafter Bodenhaltung und eben nicht aus streng biologischer Zucht. Das schmeckt man am Ende einfach. Außerdem trocknet auch Birkel für die pure Masse oft viel zu schnell. Das Ergebnis? Du hast zwar den großen Nostalgiefaktor auf dem Teller, aber die Nudeln werden beim Kochen ganz schnell zu weich und verlieren ihre perfekte Konsistenz. Im Labor fallen sie zwar nicht komplett durch, aber für den Preis erwartet man heute einfach mehr als nur reine Durchschnittsware ohne den echten italienischen Biss. Platz 5. Rapunzel. Kostet oft über 3 €, steht im Reformhaus und ist der König der Biomarken. Aber warum schafft es selbst diese teure Marke nicht an die absolute Spitze? Ich war wirklich schockiert. Man zahlt einen absoluten Premiumpreis und denkt, man bekommt die perfekte und absolut saubere Nudel. Aber das Problem liegt genau hier, im strengen Bio-Anbau. Weil sie komplett auf chemische Spritzmittel verzichten, sind die Weizenfelder oft schutzlos gegen starke Feuchtigkeit. Das traurige Ergebnis in vielen Labortests? Es wurden Spuren von Schimmelpilzgiften gefunden. Genau. Du blätterst über 3 € auf den Tisch und hast trotzdem natürliche Toxine in der Packung. Geschmacklich sind die Nudeln toll, gar keine Frage. Aber bei SO einem extremen Preis erwarte ich einfach absolute Perfektion. Deshalb reicht es hier leider nur für Platz 5. Platz 4, DE Cecco. Kostet über 2,50 €, ist eine echte italienische Premiummarke und steht in fast jedem Supermarkt. Aber warum verpasst dieser Luxus knapp das Podest? Man kennt die schicke blaue Packung. Und geschmacklich ist das hier ganz großes Kino. Die pressen ihre Nudeln traditionell durch echte Bronzeformen. Dadurch wird die Oberfläche richtig schön rau und deine Soße bleibt perfekt daran kleben. Aber jetzt kommt der Haken. Die klassische Variante ist eben kein Bio. Da sie konventionellen Hartweizen einkaufen, gibt es in unabhängigen Labortests bei solchen Marken oft kleine Abzüge wegen minimalen Pestiziden. Nichts extrem Schlimmes und alles im gesetzlichen Rahmen. Aber wenn ich so viel Geld für eine einzige Packung Nudeln ausgebe, will ich einfach, dass sie komplett sauber ist. Ein wirklich toller Geschmack, aber eben nicht ganz perfekt für die Top 3. Wir kommen jetzt zu den absoluten Top 3. Aber davor muss ich dich noch vor dem wohl größten Fehler in deiner ganzen Küche warnen. Wie bereitest du deine Nudeln zu? Wenn du es richtig machst, schwenkst du sie am Ende zusammen mit der Soße in der Pfanne. Genauso machen es nämlich die echten Italiener. Aber exakt hier lauert eine extreme Gefahr. Was bringt dir die allerbeste, sauberste Bio-Nudel, wenn du sie danach in eine zerkratzte, billige Teflonpfanne haust? Du kratzt dir beim Rühren im schlimmsten Fall unsichtbares Mikroplastik und hochgiftige PFAS-Chemikalien direkt in dein heißes Essen. Das sind sogenannte Ewigkeitschemikalien,
die dein Körper fast nicht mehr abbauen kann. Ich habe vor kurzem den ganz großen Pfannentest gemacht und glaub mir, die Reaktionen darauf waren absolut krass. Die Leute waren so schockiert von den Laborergebnissen, dass Hunderte mir geschrieben haben, sie hätten ihre alten Pfannen nach dem Video sofort direkt in den Müll geschmissen. Welche Bratpfannen wirklich sicher sind und welche angeblichen Luxusmarken dich langsam vergiften, decke ich dort schonungslos auf. Auch dieses Video verlinke ich dir gleich ganz am Ende im Abspann. Guck dir deine Pfannen zu Hause gleich mal ganz genau an und klick danach unbedingt auf das Video. Platz 3 DM Bio. Kostet knapp 90 Cent, gibt es in jedem DM und ist ein absoluter Preisknüller. Aber warum reicht das trotzdem nicht ganz für die Spitze? Ich kaufe die selbst extrem oft, wenn ich schnell was brauche. Für unter 1 € kriegst du hier richtig starke Qualität. Die Labortests sind absolut sauber. Keine Pestizide, null Mineralöl, einfach top. Aber jetzt kommt das große Aber. Auch DM muss für die absolute Masse produzieren. Das heißt ganz klar, schnelle Trocknung und leider auch glatte Teflonformen. Der Nudel fehlt am Ende einfach dieser echte italienische Biss. Sie schmeckt wirklich gut. Aber deine leckere Soße haftet nicht perfekt daran, weil die Oberfläche zu glatt ist. Für den Alltag absolut empfehlenswert. Aber für das perfekte Essen fehlt einfach der allerletzte Schliff. Platz 2 Alnatura. Kostet so um die 1,70 € und ist der absolute Liebling in vielen Biomärkten. Und das völlig zu Recht. Ich habe mir die Laborberichte ganz genau angesehen. Alles sauber. Keine Pestizide, keine Mineralöle. Du kaufst hier wirklich ein absolut reines Produkt. Aber warum ist das dann nicht unsere Nummer 1? Ganz einfach. Es geht um das letzte bisschen Genuss. Alnatura mischt seinen Hartweizen oft aus verschiedenen Ländern zusammen, je nach Verfügbarkeit. Und bei der Produktion fehlt leider dieser typische raue Bronzestempel. Die Nudel ist richtig gesund, gar keine Frage. Aber sie hat beim Kochen nicht diesen perfekten, kernigen Biss wie eine echte Premium-Pasta. Platz 1 Barilla Bio. Kostet knapp 2 € und steht in fast jedem Supermarkt. Und ja, ausgerechnet Barilla holt sich den Sieg. Während die normale blaue Packung auf dem letzten Platz komplett versagt hat, ist die Bio-Variante eine echte Überraschung. Die unabhängigen Labortests zeigen hier absolute Bestnoten. Keine Pestizide, kein Mineralöl. Komplett sauber. Dazu bringt der Hartweizen endlich diesen perfekten Biss auf deinen Teller. Für diesen Preis kriegst du hier absolute Reinheit und einen super Geschmack. Der völlig verdiente erste Platz. Wenn dir das Video geholfen hat, lass noch schnell ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut!